Seit 16 Jahren ist diese riesige Textilfabrik verlassen, doch ganze Bereiche sind immer noch vollständig erhalten. Wir finden ein altes Labor, unzählige Stoffproben, komplette Büros mit uralten Computern und schließlich eine gewaltige Produktionshalle, in der sogar die Webmaschinen noch stehen. Schaut euch mal an, hier die ganze Produktionsstraße kann man hier sehen. Doch während wir versuchen herauszufinden, was hier einst hergestellt wurde, hören wir plötzlich lautes Poltern aus einem anderen Gebäudeteil. Was ist da? Auf dem Gelände befindet sich noch jemand. Und das, obwohl überall Wachtürme auf dem Areal verteilt stehen. Begleite uns jetzt bei dieser Erkundung, bei der wir am Ende auch noch den Alarm auslösen. Uiuiui. Ja. Wir haben jetzt gerade noch uns gefreut, ne? Tor ist offen. Können Sie einfach durchlaufen und direkt da ist Safer Portsea. Eigentlich gute Nachricht. Ja. Weil da müsste eigentlich was drin sein, oder? Ja, wenn Safer Portsea da ist. Scheiße. Und die Frage ist ja, was passiert denn, wenn du jetzt hier rangehst? Hör auf jetzt, das löst auf. Ja, und dann? Das ruft dann irgendwas. Attenzione! Wenn ich ein paar freie Minuten habe, lande ich meist schnell am Handy. Aber statt einfach irgendein Spiel zu starten, schaue ich vorher bei Freecash vorbei. Ob es dort nämlich ein neues Angebot gibt, das für mich interessant ist. Und ja, bei dem Namen Freecash kann man erstmal skeptisch sein und sich fragen, woher das Geld überhaupt kommt. Dahinter steckt nämlich ein cleveres Geschäftsmodell. Und eins vorweg, Leute, reich wird man damit natürlich nicht. Und einen richtigen Job ersetzt das Ganze natürlich auch nicht. Spieleentwickler, App-Anbieter und andere Unternehmen geben viel Geld aus, um neue Nutzer zu erreichen. Über Freecash können sie stattdessen echte Nutzer dafür belohnen, dass sie ihre Spiele oder Apps wirklich ausprobieren und bestimmte Aufgaben erfüllen. Ich habe mich für Voodoo Blast entschieden und sehe sofort die einzelnen Belohnungen, die ich erhalten kann. Und je nach Land und Verfügbarkeit gibt es auch Cashback-Angebote und Umfragen. Und ganz wichtig, Leute, ihr müsst darauf achten, dass ihr das App-Tracking aktiviert habt, denn nur so kann Freecash eure Fortschritte erfassen und eure Belohnungen freischalten. Freecash hat über 70 Millionen registrierte Nutzer und über 300 Millionen US-Dollar bereits ausgezahlt. Und liegt bei Trustpilot bei 4,6 Sternen mit über 310.000 Bewertungen. Die erste Auszahlung ist ab 25 € möglich und je nach Land gibt es hier verschiedene Auszahlungsmöglichkeiten. Von Amazon-Gutschein bis hin zu Banküberweisung, Kryptowährung. Die Auswahl hier ist wirklich richtig groß. Und falls ihr Freecash einfach mal selber ausprobieren wollt, schaut unten in die Videobeschreibung oder scannt einfach den hier eingeblendeten QR-Code ab. Dann kommt ihr direkt zu Freecash und so habt ihr die Möglichkeit, mit unserem Link sogar nochmal 10 € Bonus zu erhalten, sobald ihr eure erste Aufgabe erfolgreich abgeschlossen habt. Und damit, Leute, habt ihr schon einen guten Batzen erreicht zu den 25 €, die ihr benötigt, um eure erste Auszahlung zu machen. Alle Infos also unten in der Videobeschreibung oder im angepinnten Kommentar. Und jetzt würde ich sagen, geht's weiter. Wir haben gerade tatsächlich nochmal hier vorne am Haupteingang geguckt. Und dann habe ich zufälligerweise hier ein Loch im Zaun entdeckt. Leider in der Nähe von diesem Kameraturm, aber wir müssen es einfach wagen. Und schaut euch das mal an, hier musste auch erstmal ein Loch finden. Das gibt's gar nicht, es ist so zugebuchert hier. Ich weiß nicht mehr, wo das war. Nee, war das hier? Ja, hier. Hier ist es. Da ist er schon, der Jäger. Der steht genau in der Kamera. Jäger, also ehrlich. So, Leute, wir sind drauf. Und ich dachte gerade tatsächlich schon, Jäger steht da mitten in der Kamera, aber offenbar ist das alles so. Oh, ich dachte schon. Fährt weiter. Aber offenbar ist das alles so bewachsen, dass die Kamera gar nicht mehr da um die Ecke kommt quasi. Also werden wir jetzt erstmal hier lang laufen und mal abchecken, wie weit wir hier kommen. Wir hatten auf jeden Fall schon gesehen, dass da mehrere Türen offen stehen. Aber das Problem ist, dass es nicht das Gebäude ist, sondern das andere Gebäude. Und auch da müssen wir natürlich erstmal abchecken, ob da überhaupt noch was drin ist. Ne? Der kommt doch zurück. So, hier war auf jeden Fall mal die Anlieferung. Sieht ein bisschen so aus, als ob wir hier noch Autos langfahren würden, oder?
Übrigens muss ich die ganze Zeit mein Handy in der Hand halten, weil ich keine Hosentaschen habe. Hier, die Tür ist offen. Aber wie gesagt, hier sind auf jeden Fall nur leere Hallen. Oh, ist das geil hier. Naja, okay, so ganz leer ist es doch nicht, ne? Ist auf jeden Fall doch noch ein bisschen was da. Hier auf jeden Fall so ein paar Paletten. Da hinten ist sogar noch eine Maschine. Und hier sind doch vermutlich... Nee, doch nicht. Es sind auf jeden Fall solche Rohre drin. Der Jäger ist jetzt auch da. Lassen wir hier einfach mal die Tür offen. Hallo. Der Letzte macht die Tür zu, ne? Herr Jäger. Da geht er nochmal. Schau mal, hier liegen auch überall solche Rohre. Keine Ahnung, wofür die genutzt worden sind. Wirklich gar keine Ahnung. Da hinten liegen noch mehr davon. In allen möglichen verschiedenen Farben. Ach, Leute, drückt auf jeden Fall mal die Daumen, dass die andere Halle noch eingerichtet ist. Irgendwas hat die gerade komisch geklingelt. Hier liegen auch noch die Leuchtstoffröhren offenbar. Haben sie die irgendwo abgeschraubt, aber hier sind auf jeden Fall noch alle da. Also hier auf den Kartons steht Südwolle drauf. Das würde zu dem passen, was das eigentlich mal hier gewesen ist. Nämlich eine Textilfabrik. Und ich sehe gerade, das sind hier leere Rollen. Guck mal, da drin. Oh, ich will da jetzt nicht reingreifen. Seht ihr diese Spinnenweben? Aber hier, dieses Türkisfarben, ne? Da ist doch noch Garn drauf. Also sind das offenbar die Reste von den Rollen hier. Wo das... ganze Garn und so. Ja, wo die Wolle und sowas alles drauf war, ja. Ah, da. Das erklärt dann auch die ganzen Dinger. Ja, genau. Das sind alles die Reste hiervon. Und da, wo hier gerade ist, ist dann offenbar so eine Maschine, die das Ganze quasi so genäht hat, gestrickt hat oder keine Ahnung was. Echt? Cool. Ja, aber das ist richtig breit. Haben die hier Teppiche oder so gemacht? Was weiß ich nicht. Sieht nämlich Vielleicht so aus. werden wir es noch herausfinden. Oh ja. Hier sieht man es richtig gut, ne? Da ist nämlich noch was Schönes dran. Graues Garn. Was Helleres. Aber ich finde es schon so von der Stärke her. Bin mal gespannt, was wir noch herausfinden. Aber wenn man so schaut, es sieht natürlich so richtig DK-mäßig aus, ne? Hier oben kommt schon Wasser rein, hier unten Moos, ganz leicht am Boden. Und hier geht's ins Büro rein. Anja holt mal die Taschenlampe raus. Das war aber hier nicht das eigentliche Büro, oder? Oder mit auch ein Büro. Da ist ja auf jeden Fall ein Büro. Hier ein Teil davon, aber hier ist noch irgendwas anderes, ne? Hier ist irgendein Zettel, ne? Laboranalyse, irgendwas. Das habe ich nämlich gerade auch gedacht, dass hier vielleicht ein Labor war. 1978 ist hier das jüngste Datum. Guck, da hinten sieht nämlich schon so richtig nach Labor aus. Siehst du das da hinten? Ja. Müssen wir uns gleich mal genauer angucken. Aber Also es war wird- hier ein Labor. Ja. Und hier wird dann vielleicht so, entweder wird es nachträglich gekommen sein oder vielleicht wurden hier dann so die Sachen ausgewertet oder sowas. Es liegen hier auf jeden Fall jede Menge Unterlagen, ne? Boah, 2009. 2009. Ich bin mal gespannt, ob wir hier schon vor Ort herausfinden, wie lange das verlassen ist. Wir haben jetzt gerade noch keine Infos. Wahrscheinlich werdet ihr es schon wissen. Ja, aber schaut es euch mal an, hier überall. Seht ihr das hier? Sieht man schon die Dämmwolle, die runterkommt. Und schaut mal hier diesen Ordner. Boah. Ja. Das steht hier auf den Ordnern drauf. Ja, ist kein Jahr zu sehen. Aber hier, man sieht es, ne, überall die ganzen Ordner noch da. Einfach komplett alles zurückgelassen worden. Hier noch eine riesengroße Rolle mit Garn drauf. Hier unten auch nochmal. Sieht eigentlich auch gar nicht so schlecht aus. Ne? Guck mal, hier ist die sogar eingepackt, Sabrina. Wobei, das sieht irgendwie nicht so ganz weiß aus. Ne? Ne, Aber die haben ja auch andere noch schwarz. Hier so ein goldgelb, grün. Aber hier, das sieht doch gut aus, oder? Was meinst du? ja, das ist noch Das sieht richtig top original eingeschweißt. Hier ist auch noch so, so Wolle. Wolle ist nicht, ist eher so Watte ist das, ne? Was hier Ja, noch ist. stimmt, so Watte ist So das, ja. Füllstoff wahrscheinlich, ne? Für Ja. irgendwas, ne? Und hier sieht man noch mal, guck mal, hier ist sogar in Deutsch. Was ist da? Shopper Festigkeitsprüfer für Gespinste, Garne und Zwirne
und Gewebe aus Seide, Kunststoffseile, Wolle, Baumwolle, Zellwolle, Leinen, Hanf, Jute und so weiter. Aber warum steht es auf Deutsch? Ja. Offenbar so eine Gebrauchsanleitung für irgendein Gerät oder so vielleicht. Also Bedienungsanleitung, ne? Ist auch noch Für eine Waschmaschine auch geil. Electrolux Waschmaschine. Ja. Was ist das hier? Phenol 2 Reagent Powder Pillows. Ist auch noch komplett gefüllt. Hier ist irgendwas richtig Ekliges ausgelaufen, wie man sieht. So richtig oxidiert, aber guck mal, was das hier ist. Ja, das sind solche Dinger, die da an die Sachen, glaube ich, gemacht werden, So oder? Qualitätsetikett-Dinger, ne? So irgendwie sowas. wahrscheinlich so Made in Hatten wir Italy doch oder so. bei Melania damals auch gesehen. Ja, genau. Wir haben ja mal eine verlassene Schuhfabrik erkundet. Wer es noch nicht gesehen hat, kann gerne mal in der Videobeschreibung gucken. Da ist wirklich alles noch da. Von der Produktion bis zu den Schuhen. Einfach alles. Hier ist noch eine Butter Solution. Da müsste doch eigentlich irgendwo auch ein Datum draufstehen. Wenigstens ein Herstellungsdatum oder irgendwas, aber ne, nix. Gar nichts. Noch mehr Kisten mit Unterlagen. Oh, richtig viele auch, ne? Einfach da drin. Aber die sehen so aus, als ob die hier in so einem Aktenschrank gewesen wären, weißt du? Ja, offenbar, ne? Ach, das sind so mit Mustern drin, guck mal. Hier sind überall so Stoffmuster. Ne? Hier, siehst du das? Das hatten wir ja auch damals bei Melania gesehen. Da gab es diese Schnittmusterverpackung. Da Ja, waren quasi genau. diese Schuhe, diese Form, wie sie das quasi hatten, mit der Farbe und so. Auch in solchen. Ja, hier wird es Akten. bestimmt ähnlich sein. Und hier sieht man ganz gut noch den Schrank. Aqua non portabile. Hier sieht man noch jede Menge Behälter mit irgendwelchen Flüssigkeiten. Die beiden Flaschen sind noch komplett gefüllt, Leute. Aber ich sehe da auch kein Datum. Ach, guck mal hier. Hier ist ein Datum. Da steht irgendwas vom 21.11.1995, Anja. Boah. Es ist die Frage. Herstellungs- Prelevato Il, ob es jetzt quasi da eingefüllt wurde oder ob es verbrauchten ist. Das kann man jetzt sehen, wie man will. Auf Ja, jeden aber Fall so oder so ist es alt. 95, ja. Also egal wie man es dreht und wendet, das ist, Ja. ne, das ist uralt. Was ist das denn hier für ein Gerät? Habe ich auch noch nie so gesehen. Keine Ahnung. Wurde das hier vielleicht irgendwie bedruckt vielleicht? Ich weiß es nicht. Weil hier so eine Platte drauf ist? Ich habe auch keine Ahnung, ehrlich. Also wer eine Ahnung hat, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Aber das sagt mir jetzt hier so gar Also ich nicht. hatte es auf jeden Fall angeschaltet. Hier konntest du aber irgendwas zählen. Siehst du das? Da waren so Zähler für die einzelnen Sachen. Das ist aber händisch, ne, glaube ich, machen. Ja, hier konntest du auf einmal den Motor einschalten, Motore. Und dann hat sich das hier irgendwie oben bewegt. Aber keine Ahnung, was es halt genau gemacht hat. Das ist die große Frage. Hier ist sogar auch in Deutsch Vorwahl. Erste Taste, drücken und blockieren. Zweite Zahl, einrasten, Hebel zurück, auch in Deutsch. Ist aus einer, hier sieht man es auch, die Firma kommt aus Weinheim. Ist noch eine alte Postleitzahl, ne? 4-stellig. Da habt ihr auch wieder einen Eindruck, wie alt das Ganze ist. Ja, damals, ne? Made in Germany. Da wurden noch gute Maschinen hergestellt, die überall genutzt wurden. Hier, nächste Maschine, auch aus Deutschland, Prüfen und Messen, von der Firma Frank, wie man sieht. Hier am Boden, da haben sie schon angefangen zu zündeln. Was ist das denn hier für eine Tasche? Ach, das ist hier so eine Verbandstasche. Das sind hier diese Mullbinden. Schaut mal, hier ist eine Pressing Performance. Ich würde mal vermuten, dass sie hier wahrscheinlich getestet haben, wie reißfest vielleicht das Garn ist. Das macht für mich gerade so am meisten Sinn.
Aber bei all den anderen Maschinen, Leute, ich kann euch da echt nichts zu erzählen. Keine Ahnung. Also sind wir mal gespannt, ob es da irgendwelche Leute gibt, die eventuell in den Kommentaren uns ein bisschen was erzählen können. Aber so haben wir da echt leider keine Ahnung von. Weißt du, was auch interessant ist, Sabrina? Dass die hier offenbar Rohrpost hatten. Guck mal hier. Hab ich gerade gesehen. Ach, krass. Und schau mal hier. Da kann das rein. Ah. Und dann konntest du es in die einzelnen Abteilungen schicken. Ja. Sieht man denn da irgendwas? Kannst du da irgendwas noch von der Ziffern? Also insgesamt Mack, 7? Lane, 7 Abteilungen auf jeden Fall. Pettine, Finis, Sagoi oder Giorgi oder keine Ahnung. Naja. Ich kann dir nichts davon übersetzen. Aber 7 Abteilungen hat es auf jeden Fall gehabt, wo die Rohrpost dann halt hingeschickt wurde. Ne? Und Abflug. Ja, da konntest du auswählen und dann los. Ne? Hier musst du drücken. Ich glaube, wie wir jetzt gucken würden, wenn das Ding jetzt auf einmal angehen würde. Oh ja. Das wäre geil. Guck mal, hier sind die Aktenschränke. Hier werden die ganzen Unterlagen drin gewesen haben, die wir ja vorhin schon gesehen hatten. Vielleicht haben sie die, also entweder standen hier noch viel mehr, wird wahrscheinlich so gewesen sein, aber ich denke, einiges werden die auch schon aussortiert haben, so zum Archivieren oder so. Ja, ja, das Archiv, ne? Ja, es ist auf jeden Fall alles voll noch. Wir können ja mal uns hier einmal das anschauen, einmal mal eins hier rausziehen. Und hier sieht man im Endeffekt ganz gut, das einzelne Garn hatte dann dementsprechend eine Artikelnummer. Da oben nochmal eine Beschriftung. Und dann hier, seht ihr das? Alles so Muster, die sie dann hier dementsprechend archiviert haben. Ne? Und das ist wirklich komplett alles hier in den ganzen Schränken. Alles voll. Ich habe hier übrigens ein Datum, 2008. Also wir hatten ja gerade schon 2009 gesehen, also schon möglich, dass es dann so 2009 verlassen wurde, ne? Also zu Beginn der 2010er. 2005, also es wird immer älter eigentlich alles jetzt hier. Manche Sachen sind auch abgeschlossen. Hier sind so die Schlüssel drin. 2006, also ich glaube 2008 ist schon das Älteste. Schaut mal, hier geht's noch weiter. Boah, richtig dunkel, ey. Geil. Das ist geil. Wahnsinn, ne? Das ist ja ein richtig schönes Labor hier, ne? Ja, hier ging's noch weiter, ne? Da war Wahnsinn. so der richtige Laborbereich. Ne? Ja. Drüben noch so ein bisschen die Feinkontrolle, aber ich glaube, hier ging es so wirklich auch richtig mit den Chemikalien zur Sache, so wie es hier aussieht. Ne? Und hier haben wir den ersten Kalender von sage und schreibe 2010. Das quasi unterstützt unsere Vermutung, was wir gerade gesagt haben, Anfang der 2010er. Ganzen Schränke, es ist alles noch da. Ne? Ich glaube, was waren hier so die Farbstoffe? Rosso-Neolan. Also das sieht für mich zumindest so aus, wenn das hier die Farbe wäre. Vielleicht haben sie hier die Farbe auch dementsprechend zusammengemischt, um die Farbtöne zu erzielen. Von dem Garn, was man halt so haben möchte. Wahnsinn. Schaut mal hier sind sogar noch die Ampullen drin. Bacterial Incubator. Echt spannend, ey. Das ist sehr, sehr groß. Hier hat gerade schon mal geguckt, geht auf jeden Fall noch weiter. Hier sind noch mehr Hallen, die wir uns anschauen können. Und man kommt aus dem Staunen ja eigentlich gar nicht mehr raus. Ne? Bei dem, was man alles jetzt hier gerade so sieht. Ne? Die haben offenbar wirklich von jetzt auf gleich den Betrieb eingestellt. Drüben die Halle war ja noch relativ leer. Aber hier ist einfach alles noch komplett da. Und wir haben noch mehr Hallen zu erkunden. Wahnsinn, oder? Und auch hier in den Schränken alles noch gefüllt mit diesen Garnmustern. Wie man sieht, alles komplett voll. Ich finde, es sieht auf den ersten Blick so aus,
dass die Aktenschränke hier deutlich älter sind, wie die Aktenschränke, die wir gerade drüben gesehen haben. Wir können ja mal schauen. Gucken wir mal, von wann die sind. Ob ich hier irgendein Datum oder so sehe. Hier auf jeden Fall. Seht ihr das? So sieht das. Seht ihr das hier? Das ist wie so Wolle. Also so richtiger Wollstoff. Die haben offenbar nicht nur so Garn gemacht, sondern auch richtig so Wolle. Hier so, mehr so Garn wieder, was feiner, aber auch so richtig dicker Stoff. Aber hier ist nirgendwo ein Datum drauf. Hier steht auf jeden Fall Laboratorio Chimico, also chemisches Labor. Dementsprechend hier die einzelnen Werte, was man da halt so sehen kann. Aber es steht kein Datum drauf. Und auch auf den Schränken an für sich, da kann man auf jeden Fall nichts mehr erkennen. Wahnsinn. So, schauen wir mal weiter. Ich glaube, wir sollten jetzt mal gucken, dass wir in den anderen Teil irgendwie kommen, oder? Ja, hier haben sie offenbar schon alles so entwendet. Also offenbar doch einige Maschinen, die sie verkaufen konnten. Hier sind noch ein paar. Boah, die ganzen Chemikalien. Ne? Ja, vorhin schon ausgelaufen da unten. Ne? Ja, das ist auch wieder so typisch, ne? Ja. Das, was du noch zu Geld machen konntest, Ja, das na klar. haben sie quasi dann noch. Na klar. Und alles andere, die ganzen Unterlagen, die ganzen Chemikalien, das lässt da einfach alles stehen und Genau. ist weg, ne? Ja. Schau mal hier, dieses Band, was hier liegt, das sind die Etiketten. Das war bestimmt mal auf so einer Rolle. Aber es sind die Etiketten, die dann in die Sachen reinkommen. Close by Punkt, Punkt, Punkt. Was man so kennt, Punkt, ne? Punkt, So. Punkt. Ja. Ne? Siehst du da irgendein Datum, von wann das eigentlich ist? Oder von wann die Firma? 1837. Boah, wieder so ein Traditionsunternehmen, ne? Ja. Und was Ach, guck jetzt mal im hier. Endeffekt da, Ist noch eine ganze Rolle. ja, was jetzt hier einfach zu hat, ne? Mein Gott, ne, schrecklich. Wahrscheinlich irgendwo nach China verlagert oder so. Diese ganzen Sachen, die hier sind, die kommen alle aus Deutschland, ne? Selbst der Gabelstapler von Ja. 84. Von Stellen, ne? Heute würde alles aus China kommen. Ja. Damals kam noch alles aus Deutschland. Tja, die Zeiten sind leider lange vorbei, ne? Das Ja. ist leider einfach so. Hier haben sie aber auch richtig gewütet, ne? Ich glaube, die ganzen Kabeldiebe, die waren auch schon am Start. Aber wie heftig das aussieht hier. Guckt euch das mal an. Wie die Natur hier schon wieder sich das alles zurückerobert hat hier. Wahnsinn. Mein Gott. Auch hier unten am Boden. Guckt es euch an. Hier auch alles schon wieder grün. Ja, und hier geht's weiter, ne? Aber das, was ich gehofft hatte, ist auf jeden Fall nicht mehr da. Ist alles leer hier jetzt. Scheiße. Es wird zu spät. Tja, So ist das manchmal, ne? manchmal ist man zu spät dran, ne? Was war hier noch alles gewesen? Ja, alles. Ja? Ganze Produktionsstraße? Yep. Wie bei Melania. Ist halt nur die Frage, ob es im Endeffekt das jetzt, sagen wir mal, das Ganze ist insolvent gegangen, ob der Insolvenzverwalter das hier alles dann noch veräußert hat, was hier normal stand. Oder ob das alles geklaut wurde, ne? Ich glaube, man kann sich aber trotzdem ganz gut vorstellen, wie das alles so hier ablief, ne? Da hinten offenbar die ganzen Garnrollen, die gelagert wurden. Sieht zumindest danach aus. Und dann halt hier die Produktionsstraßen, wo sie halt hier alles abgearbeitet haben, die einzelnen Schritte. Hier am Boden sind noch Rollen mit Garn über. Ja, was jetzt echt super spannend zu wissen wäre, ist einfach immer noch die Tatsache, was genau wurde hier hergestellt, ne? Wie gesagt, zum aktuellen Zeitpunkt wissen wir das noch nicht. Ihr werdet das schon wissen. Die Frage ist natürlich, sind es die klassischen T-Shirts?
Aber ich finde, teilweise ist der Stoff halt auch sehr, sehr dick, ne? Aber ein Teppich, glaube ich, wird es doch nicht sein. Was ich vorhin vielleicht vermutet hatte, weil diese Maschine halt auch so groß war, ne? Eine riesengroße Webmaschine war das ja gerade am Anfang. Bauwatch-Verschnitt. Bauwatch auf Italienisch. Ja, ich könnte mir schon vorstellen, dass sie den noch hier hingestellt haben, als hier noch die Maschinen drin waren, um vielleicht die Werte abzusichern. Was ich mich auch gerade frage, ist, ob man die Maschinen auch wirklich noch verkaufen konnte oder ob die einfach nur entsorgt wurden. Weil ganz ehrlich, schaut euch mal bitte die Halle an, ja, in der wir uns gerade befinden. Ne? Hier ist überall Moos am Boden, die Decke, die ist auch grün. Heißt, hier kam auch jede Menge Feuchtigkeit rein. Decke ist undicht, ich sehe Löcher. Und da denke ich auch mal, dass dementsprechend auch in dem Zustand die Maschinen waren, die hier zuletzt standen. Wisst ihr, was ich meine? Kann ich mir eigentlich auch gar nicht vorstellen, dass man das noch groß benutzen kann, weil Melania damals, wo wir da waren, da war ja alles trocken, alles picobello, als wenn die morgen wieder arbeiten kommen würden. Aber hier die Halle, da sieht man auch wirklich, dass es schon seit vielen, vielen Jahren, und gehen wir mal von 2010 aus, dann wären das ja 16 Jahre, die hier einfach alles quasi stillstand. Ne? 16 Jahre stand hier alles still und so sieht es eigentlich auch hier von der Bausubstanz her aus. Ne? Kann ich mir nicht vorstellen, dass man die Maschinen noch wirklich gut verkaufen konnte. Eigentlich kann ich mir nur vorstellen, dass die verschrottet wurden. Hier sieht man auch gut, was ich meine. Guck mal, 16 Jahre verlassen. Ne? Und da krachen auch schon direkt hier die Möbel ein. Die Last hat das alles nicht mehr ausgehalten. Da oben sind die Rohre schon kaputt. Vielleicht kam hier auch Wasser rein. Sieht für mich so ein bisschen nach Abwasserrohre aus, die hier lang liefen. Und dementsprechend hier unten dann quasi auch alles nass geworden. Und die Schränke durchweicht und haben dann quasi nachgegeben. Ne? Aber richtig massives Holz eigentlich. Ne? Aber das spiegelt auch alles noch weiterhin so wider, wie man es gerade schon festgestellt hat. Ne? Die haben wirklich alles dagelassen. Ne? Die ganzen Arbeitsplätze sind alle einfach noch komplett da. Ne? Gehen wir mal davon aus, Insolvenz. Dann werden sie quasi ihren letzten Arbeitstag gehabt haben und dann haben sie einfach alles stehen gelassen. Ne? Für die Mitarbeiter war dann Ende. Der Insolvenzverwalter hat dann wahrscheinlich irgendwann übernommen, aber ja, man sieht ja, ne, was daraus geworden ist leider. Hier ist auch noch mal so ein Büro, wo man direkt 2 Hallen überblicken konnte. Einmal die Halle, wo wir gerade hergekommen sind und einmal die Halle, wo wir uns gerade befinden. Und auch hier, na, man sieht es ja, das ist alles da. Hier noch der Monitor, ein ganz alter Kalender hier. Von wann ist denn der hier? Tja, steht gar kein Jahr drauf, Leute. Kann ich euch nichts zu sagen. Möchte ich auch gar nicht so genau anfassen, jetzt um umzublättern. Aber schaut euch mal hier diesen Bildschirm an. Das ist ein richtig alter IBM-Bildschirm. Und überall hier die Unterlagen. Ne? Noch ein altes Telefon. Und hier auf der anderen Seite geht es einfach weiter. Ne? Computer, Tastatur, Bildschirme. Da guckt euch mal hier den PC an. Oder hier diesen ganzen Schreibtisch. Das ist genau das, was ich halt meinte. Ne? Hier kam richtig die Feuchtigkeit rein und dementsprechend hier alles voll mit Rost. Auch der Computer, alles komplett voll. Hier noch ein alter Drucker. Ein Epson FX 1170. Ist nicht noch so ein alter Nadeldrucker. Nebenan direkt ein modernerer Lexmark-Drucker. Vielleicht mussten sie auch mit dem Drucker so breitere Dinge ausdrucken. Auf Endlospapier, das kann ja auch sein, ne? Und da vielleicht dann einfach ganz normal klassisch DIN A4 Blätter
Schaut mal in die Feuerlöscher, letzte Prüfung 1997. Hier geht es jetzt in die nächste Halle. Magazzino Filati. Riecht ein bisschen komisch hier drin, Leute. Ich denke hier von diesem Pulver sind die Feuerlöscher schon gesprüht. Jede Menge Feuerlöscher, wie hier rumstehen noch. Und auch hier, seht ihr das, Schränke noch gefüllt. Ich könnte mir vorstellen, dass jetzt hier die Endstelle war für das Produkt. Hier nochmal zum Draufkleben. Und dass hier höchstwahrscheinlich dann der Versand stattfand, ne, von dem fertigen Endprodukt. Aber das riecht nicht nach Feuerlöscher, das riecht eher so chemisch. Als wenn hier irgendwelche Chemikalien noch irgendwie ausgelaufen wären oder so. Ich weiß es nicht. Ich bin auch gerade überlegen, ob die vielleicht gar nicht irgendwas wirklich so hergestellt haben. Vielleicht haben die auch einfach nur dieses Garn produziert. Wisst ihr, was ich meine? Feinste italienische Wolle oder feinstes italienisches Garn. So halt in dem Stil. Wisst ihr, was ich meine? Und das wird dann vielleicht nachher verschickt an die einzelnen Firmen, vielleicht an Gucci, Prada oder so, um dann daraus ein T-Shirt oder ein Pulli zu machen. Kann ja auch sein. Aber wie gesagt, ihr werdet wahrscheinlich schon mehr wissen, weil wir zu Hause uns die Zeit nehmen, ausführlich natürlich herauszufinden, seit wann das hier geschlossen ist und was hier hergestellt wurde. Diese verlassene Fabrik war über viele Jahrzehnte einer der wichtigsten Textilbetriebe der gesamten Region. Besonders im 20. Jahrhundert entwickelte sich der Standort zu einem großen Industriekomplex, in dem zeitweise mehr als 300 Menschen beschäftigt waren. In den Hallen liefen über 130 Webstühle und rund 2000 Spindeln. Produziert wurden hier vor allem hochwertige Wollstoffe, aber auch spezielle Gewebe für staatliche und militärische Aufträge. Der Stoff wurde dabei nicht nur innerhalb Italiens verkauft, sondern teilweise bis nach Südamerika, Nordafrika und Indien exportiert. Für die Menschen in der Umgebung war diese Fabrik deshalb weit mehr als einfach nur ein Arbeitsplatz. Über Jahrzehnte war sie einer der wichtigsten wirtschaftlichen Faktoren der gesamten Region. Doch ab den 1970er Jahren geriet die europäische Textilindustrie zunehmend unter Druck. Produzenten aus Asien und Osteuropa konnten deutlich günstiger herstellen. Gleichzeitig änderten sich auch die Konsumgewohnheiten. Klassische Wollstoffe verloren an Bedeutung. Synthetische Materialien und günstig produzierte Kleidung wurden immer beliebter. Ende der 1990er Jahre wurde der Betrieb schließlich von einem größeren Konzern übernommen. Damit sollte die Fabrik noch einmal wirtschaftlich stabilisiert werden. Tatsächlich konnte hier noch mehr als 10 Jahre weiter produziert werden. 2010 kam dann allerdings das endgültige Aus. Interessant ist, dass die Fabrik offenbar nicht aufgrund einer klassischen Insolvenz geschlossen wurde. Der Konzern entschied sich vielmehr dazu, kein weiteres Geld mehr in diesen Standort zu investieren. Die Lage hier im Tal war logistisch schwierig und andere Produktionsstandorte waren wirtschaftlich attraktiver. Besonders überraschend, kurz vor der Schließung soll sogar noch darüber spekuliert worden sein, diesen Standort zu erweitern und weitere Produktionsbereiche hierher zu verlagern. Am Ende entschied man sich jedoch genau für das Gegenteil. Die Produktion wurde verlagert und die Fabrik geschlossen. Danach begann die schwierige Suche nach einer Zukunft für dieses riesige Gelände. Der gesamte Komplex wurde immer wieder zum Verkauf bzw. zur Versteigerung angeboten. Ursprünglich lag der angesetzte Wert bei rund 2,4 Millionen Euro. Nach zahlreichen erfolglosen Auktionen sank der Preis irgendwann auf ungefähr 242.000 Euro. Selbst dafür fand sich offenbar kein Käufer. Dabei gab es durchaus große Pläne für das Gelände. Unter anderem sollte hier einmal eine Fabrik für kleine Elektroautos entstehen, zusammen mit einem Spa-Resort. Später gab es Überlegungen, Teile der alten Gebäude abzureißen und öffentliche Grünflächen zu schaffen. Bis heute wurde jedoch keiner dieser großen Pläne vollständig umgesetzt. Und so steht dieser gewaltige Industriekomplex weiterhin leer, als Überbleibsel einer Zeit, in der hier täglich hunderte Menschen gearbeitet haben und Stoffe für den internationalen Markt produziert wurden. Das ist echt so verwinkelt hier. Wahnsinn.
Da geht es nochmal nach oben. Ja, es ist riesengroß, ist das. Da geht es auch noch weiter. Guck dir mal diesen Aufzug an, Sabrina. Wahnsinn. Hallo. Was ist das denn für ein Riesenaufzug? Alter Verwalter. Boah. Das ist, ja, nicht gerade klein, ne? So Nee. von da hinten sind wir gekommen. Jetzt geht's hier weiter. Wie viele Hallen, ne? Guck mal, hier ist auch offen. Kannst du auch rein und rauslaufen. Naja, hier war ja alles offen auf der Seite. Boah. So eine alte Werkstatt hier, ne? Schaut euch das mal an, wie das aussieht. Boah. Komplett durch hier. Ja, 16 Jahre, ne? Guck mal hier, richtig schön aus Holz. Hier überall jetzt das Moos, was jetzt schon dran wächst. Hier die Schubladen. Mein Gott. Schaut mal hier, alte Taschenlampe, ein Bauhelm. Mein Gott, ne? Das ist echt richtig groß, ey. Schau dir das mal an. Boah, Der Teil kann doch nicht mehr genutzt worden sein, zuletzt, oder? ich weiß es nicht, Anja. Das ist, ey, Sabrina, wie denn? Das ist komplett oxidiert hier. Das ist komplett weg. Ja, aber das ist halt auch die Feuchtigkeit. Guck dir oben die Decke an. Hier kam auch alles rein an Feuchtigkeit, an Nässe. Und dann 16 Jahre, ne? Ich glaube trotzdem nicht, dass es, also ich glaube nicht, dass es noch genutzt wurde zuletzt. Aber es sieht auf jeden Fall sehr geil aus. So, Jeka ist jetzt hier gerade schon durch die Location gelaufen, hat sich einmal alles angeguckt, was man hier noch so filmen kann. Und ein Highlight gibt es noch, Leute. Geh doch nicht nach unten. Was ist denn da? Da ist, Leute, da ist noch was draußen. Der wird uns ja auch gehört haben gerade. Scheiße. Was war das? Das klang wie vor der Tür hier. Scheiße. Der ist auf dem Gelände, habe ich schon gesehen. Hast du gesehen? Das ist einer auf dem Gelände, der irgendwas macht, ja. Scheiße. Es war aber so, als ob du die Tür aufreißen wolltest. Macht der was oder der klaut? Das konnte ich jetzt nicht beurteilen. Weil der auch so rabiat ist. Sie macht sich den Kopf, weißt du? Was ist denn jetzt? Schau dir das mal hier an. Hier waren tatsächlich die Büros. Mein Gott. Aber hier wurde doch auch irgendwas gemacht, oder? Ja. Ist ja kein klassisches Büro, wo man jetzt hier am Schreibtisch sitzt, ne? Nee. Ah, guck mal hier. Hier sind so richtig große Stoffrollen. Also so richtig große. Nicht nur so Garn. Und hier überall nochmal so Proben von Stoffen. Vielleicht war hier auch so, ja, das Büro, wo man so die Sachen geplant hat. Weißt du, was ich meine? Für die unten. Dass man hier so... Nicht so laut, muss hier lang gehen, da hinten ist eine. Ey, guck mal, hier liegen doch auch noch die Stoffe. Siehst du das? Ja. Das, was hier so richtig verrottet ist. Das war mal Stoff. Das sind alles Stoffe. Ich denke mal, hier wird wahrscheinlich so die kreative Abteilung gearbeitet haben. Ich hoffe nicht, dass wir gleich noch Besuch bekommen, ehrlich. Unten hat doch jemand versucht reinzukommen. Ja, ja. Alter, aber wie? Aber ich verstehe nicht, warum. Hier ist doch alles offen. Keine Ahnung. Da hat einer versucht, was aufzureißen. Jika meinte auch gerade, ich weiß nicht, ob man es auf dem Ton hört, er hat ja nicht ein Mikro von uns an, dass es vielleicht auch ist, dass jemand gerade versucht, etwas so zu demontieren. Weißt du, was ich meine? Kann auch sein, ja. Dass er irgendwas gesehen hat, was man noch zu Geld machen kann. Scheiße, ey. Hier. Was steht denn hier? Schau mal, das ist aus 2002. Guck mal, hier sieht man, an welchen Farben die sich orientiert haben. So von der Natur offenbar.
Aber sieht man hier auch ganz gut, ne? Ja, und dann haben Sieht gar sie nicht so schlecht aus. das versucht quasi herzustellen, die Farbe. Ne? Das ist eher so, gerade so ein bisschen herbstlich, ne? Blau, Meeresblau. Leider alles schon etwas, naja, Verwittert. ja. Und auch hier überall noch die ganzen Ordner. Meine Güte, ne? Aber da steht nirgendwo ein Datum drauf, ne? Alles nur so nummeriert. Ja. 870, 886, 905. Aber das, was da unten gerade war 2002. Also jetzt hier, was jetzt hier gerade auf dem Tisch lag, war 2002. Ich hätte jetzt nicht vom Datum, das sind nur Nummern. Ja, das sind drauf, ne? Artikelnummern. Ja, ja. Die gleichen Nummern hatte ich gerade unten schon gesehen, wo ich dachte, dass das eventuell so der Versand ist. Da waren auch solche Aufkleber mit so Nummern. Aber es sind tatsächlich Artikelnummern, ne? Hier ist auch noch mal so ein richtig großes Büro. Hier ein Arbeitsplatz, wie man sieht. Und hier so ein ganz großer Tisch, ähnlich wie so ein Konferenztisch. Und da haben sie offenbar hier an dem Tisch, haben sie dann die Stoffe ausgelegt. Ne? Guck Ja, mal, da hinten ist cool. auch so eine Rolle, um das ist ja abzurollen. Und sogar so ein Lichtstrahler quasi, Genau. ne? Da Da oben. kannst du richtig drüber fahren und die Farben auch ja gut sehen kannst, erkennen kannst. Anja. Hey, hier sind doch noch alle Maschinen da. Wow. Und wir dachten, hier wäre alles weg. Hast du gehört? Ja. Das hat wieder gepoltert aus der Richtung, genau da, wo wir es gerade auch schon gehört haben. Und hier alle Maschinen noch da, alles komplett da. Schau dir das mal an, meine Güte. Sieht das heftig aus, oder? Ja. Wahnsinn. Schaut euch mal an, hier die ganze Produktionsstraße kann man hier sehen, wie das hier so hinlief. Guck mal, hier ist sogar noch gar nicht drauf, oder? Ja, so ein bisschen. Hier überall. Oder war es einfach nur zur Polsterung? Könnte auch sein, Ja, ich ne? glaube, es war zur Polsterung hier nur. Und hier ging es dann weiter. Boah, guckt euch das mal hier an. Das ist so geil, ey. Ja, ich glaube, das sind so Stationen, wo das Garn, glaube ich, gefärbt wurde. Anja, kann das sein? Ich weiß es nicht, gar keine Ahnung, ehrlich nicht. Weil schau mal, hier gibt es 1, 2, 3, 4, 5, 6 Maschinen, glaube ich, auf den ersten Blick. Und jede einzelne Maschine hat dann quasi das fertige Produkt hier entlang geliefert. Hier überall, seht ihr das? Und das kam dann hier entlang und ging dann hier weiter. Jetzt ist natürlich halt die Frage, was genau da gemacht wurde. Aber für mich sieht das so aus, als wenn da Garn noch drin ist, also Stoff. Und ich würde vermuten, dass es eventuell gefärbt wurde. Das hat nämlich alles so unterschiedliche Farbtöne, wenn man mal so schaut. Das sieht eher so grünlich aus hier rechts. Hier ist eher so schwarz. Da ist blauer Stoff zu sehen. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal rum und gucken mal, ob man das irgendwie vielleicht bestätigen kann, dass hier die Stoffe vielleicht gefärbt wurden. Schaut mal hier ist auch noch ein Laser für diese Fertigungsreihe hier und auch noch mal ein Laser für diese Fertigungsreihe. Also jede einzelne Fertigungsreihe war ausgestattet mit Laservermessung. Da drüben auf der gegenüberliegenden Seite, ich hoffe, man kann es gut sehen, da sind die Katzenaugen, die das dann reflektieren, den Laserstrahl, der hier dann rauskam. Ich würde mal vermuten, dass hier der unverarbeitete Stoff auf der Rolle war und dass es dann hier irgendwie eingespannt wurde auf dieses Ding. Jetzt ist halt natürlich die Frage, ob das hier wirklich auch färbt, ne? Oder ob hier irgendwas anderes passiert ist. Ich sehe jetzt auf den ersten Blick eigentlich nichts, was für eine Färbung sprechen würde. Hier unten ist auch noch mal Stoff auf einer anderen Rolle. Nee, das wurde hier nicht gefärbt, Leute. Gewebt, ne? Das wurde hier gewebt, ja, genau.
Hier sieht man es auch. Hier sind so ganz, ganz feine Löcher und auch solche Schleifspuren, die darauf schließen lassen, wie diese Maschine hier über dieses XXL-Ding hin und her gebrettert ist. Also würde ich mal vermuten, dass es wirklich so war, dass die hier echt nur den Stoff verkauft haben. Dass sie quasi das Garn auf diese Reißfestigkeit geprüft haben, chemische Prüfungen gemacht haben mit dem Garn. Und dann haben die hier dementsprechend das gewebt in so riesengroße Stoffdinger, wie jetzt hier. Also dem Stoffverkauf, ja, Wie ja. das, was wir jetzt hier gerade so sehen. Und dann haben die einfach nur diese riesengroßen Stoffbahnen verkauft. Aber dann ist die Frage, wofür waren die Etiketten? Die Etiketten waren dann dafür da, um das Produkt quasi so zu veredeln. Heißt, du hast quasi Nein, da stand diese da, Stoffbahnen gekauft. Anziehsachen, also close by, Ja. ja. Ich hatte vorhin schon die Vermutung gehabt, dass zum Beispiel, sagen wir mal als Beispiel jetzt, Gucci, Prada und so diese Stoffbahnen gekauft haben und das dann quasi ich für weiß. Anziehsachen. Ja, ich weiß, was du meinst, aber ey, guck mal bitte, wie groß diese Fabrik ist. Das ist jetzt hier nur ein kleiner Teil, wo das hergestellt wurde. Da hinten, wo wir zuerst waren, das ist ja riesig gewesen. Oder die hatten beides. Vielleicht wurden die da richtig dann gefertigt, ne? Die Sachen. Ja, kann auch sein, dass das hier dann haben die alles gemacht. Ja, Dann haben die vielleicht. das Garn quasi produziert, getestet im Labor. Oben in dem Büro haben sie es quasi entworfen mit den Farben, haben wir gerade gesehen. Hier haben sie quasi die ganzen Stoffe produziert, gewebt. Und dann spinnen wir mal ein bisschen weiter. Spinnen passt ja auch in dem Zusammenhang. Dass dann in diese Einfertigungshalle, die vielleicht nicht mehr da ist, dass sie dann vielleicht doch T-Shirts, Pullis und so gemacht haben. Das kann echt möglich sein. Ne? Ja. Aber ich sag mal so, du wirst bestimmt schon so einiges herausgefunden haben an dieser Stelle. Und wir tappen immer noch im Dunkeln, während unsere Zuschauer schon längst wissen, ey, labert doch nicht so viel und Ja. stellt euch Aber nicht so doof an. Ihr wisst doch, was hier ist. Nein, wir Es wissen ist wirklich halt so, wenn wir halt so einen Lost Place erkunden, Leute, wir wollen uns da einfach komplett darauf einlassen, einlassen ja. und nicht irgendwie schon vorher alles Mögliche wissen, Das ist sondern auch wir voll wollen hier einfach langweilig, das ja. erkunden. Ne? Weil das Das ist auch voll. Das Geile ist einfach, wir haben ja kein Drehbuch. Manche denken ja so, ja, ihr wisst ja eh schon, was da ist, bla bla bla. Nein, wir kommen hier hin. Es gab ja auch früher mal welche, die gesagt haben, ja, ihr geht doch da rein und guckt vorher. Ja, Nein, stimmt, das gibt's auch. Ne? Nein, Leute, wir gehen da genauso rein wie ihr. Also wir wissen auch von nichts genauso wenig wie ihr jetzt gerade. Ne? Also Das Einzige, was du halt weißt, sind halt Bilder von dem Ort. ja, aber Ja, aber sonst. mehr meistens dann auch leider nicht. Ne? Aber das ist halt das Spannende einfach. Ne? Man lässt sich komplett darauf ein. Man will das ja auch erkunden. Wir wollen das hier vor Ort erkunden und diese Genau. Erkundung mit euch dann zusammen halt teilen. Ne? Ja. Im Endeffekt ging das Produkt dann hier so lang und dann werden die halt hier mit diesen Lasern, werden die genau gewusst haben, wie viel Meter Stoff das halt ist. Das wurde hier auch nochmal umgerollt. Also sprich, da lief eine Rolle, plopp, 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 und dann quasi ging es da hinten weiter. Und dann da hinten, da ganz, ganz hinten, wurde es dann wahrscheinlich vom Band genommen. Was auch spannend ist, ne, dass hier überall so Computer halt auch waren. Ne? Überall, jeder Arbeitsplatz hatte hier seinen eigenen Computer mit Bildschirm. Ja, hier geht es jetzt noch weiter. Ne? Hier geht es dann in den nächsten Teil. Hier müssen wir aufpassen. Hier kommen genau die Geräusche her, die wir vorhin gehört hatten. Oh, guckt euch das mal an hier. Noch eine Halle. Hier ein Riesengebäude. Vielleicht war hier so die Direktion. Guck mal hier hinten. Überall diese Etiketten. Was ist das denn hier? Was soll das sein? Das sieht aus wie solche Lochdinger. Kennst du es noch von früher? Früher die Computer,
wenn die was gespeichert haben, so Daten. Da gab es diese Lochkarten. Okay. Und da konntest du es so reinstecken. Ich weiß nicht, ob das kenn ich irgendwie nicht. damit zusammenhängt oder so. Aber der ganze Boden ist komplett voll, wie man sieht. Boah. Hier überall. Alter, ey. Die haben hier richtig gewütet. Guck dir das mal an. Aber guck mal, heißt nicht bei Air? Ist das irgendwie Luftpost, oder? Bei Air? Ja. Das sind doch so Aufkleber für Luftpost, oder bin ich gerade jetzt komplett daneben? Könnte ja gut möglich sein. Ja, vielleicht haben sie es ja auch verschickt, die Sachen, ne? Ist Ja. Italienische Stoffe, ne? Gingen dann quasi ins Ausland. Italienische Stoffe aus Italien. Ja, genau. Original aus Italien. Boah. Hier haben sie echt gewütet, ey. Mein Gott. Schaut es euch an, hier die ganzen Unterlagen auf dem Boden. Und hier waren, wie wir schon vermutet haben, noch mehr Büros, Lager. Richtig, richtig groß. Schaut euch das mal an. Hier überall diese Etiketten. Ey, Sabrina. Guck mal hier. IBM-Diskette, siehst du? Guck mal, alles von diesen IBM-Disketten von früher noch. Guck mal, ich habe hier noch eine Hose gerade gefunden von dieser Marke. Geil, oder? Die sieht doch gut aus, oder? Ja. Total modern und so. Wo hast du die denn her? Die habe ich da gefunden. Die hast du da gefunden? Ja, ich habe die mal anprobiert und die passt perfekt. Ja. Guck mal, hier liegen überall diese Rollen mit den Etiketten drauf. Die musst du hier aufnehmen. Es gab ja auch welche, die konntest du kleben. Diese hier zum Beispiel. Und das sind komplett unterschiedliche, ne? Tassuti oder so heißt das hier. Und hier ist wieder Close By. Also haben sie offenbar verschiedene Marken betrieben, die sie hier quasi dann gelabelt haben, oder? Ja, aber die heißen... Ah, stimmt, du hast recht. Das sind andere Namen. Und die ganzen Kartons da unten sind noch voll. Mit den Etiketten. Aber hier alles voll. Guck mal, hier sind noch ganz andere. Vielleicht holen die auch so Anzüge. Bruno Micolo oder so heißt das. Gewebt in Italien. Guck, steht da. Woven in Italy. Guck mal hier. Ja, was ist das? Habe ich mich gerade auch gefragt. Hier ist der ganze Schrank voll. Ja, weißt du, was das ist? Da Das- ja auch alles voll. das wird ja so sind gestanzt, alles, das das weiß sind alles da steht's, Adressograph. Siehst du? Das sind so Stanzplatten, die man dann so gestanzt hat. Aber und dann, was haben die dann damit gemacht? Das weiß ich nicht, Anja. Keine Ahnung. Vielleicht haben sie auch einfach diese gestanzten Karten einfach dann archiviert, dass sie quasi alle wichtigen Daten hier drauf hatten. Hier steht Bruno Maris drauf. Dass sie quasi für die Label dann dementsprechend alles dann hatten. Ne? Hier ist ja alles komplett voll mit diesen gestanzten Karten. Ich hatte erst gerade überlegt gehabt, guck mal hier war ja diese IBM-Disketten. Da hatte ich erst gedacht, aber dann fiel mir ein, nee, das sind ja hier diese Disketten. Kennt ihr die noch von früher? Diese Disketten? Da war doch auch so richtig viel Speicherplatz drauf auf diesen riesengroßen Disketten. Wenn man mal überlegt, heutzutage, ne, was alles auf so einer, ja, auf so einen USB-Stick passt. Und früher hast du da so eine halbe Schallplatte gehabt und hast dann halt da nur ein paar KB drauf gehabt, Speicher. Schau mal hier am Boden, Bozella und Lesnar Incorporated in New York. Oh, geil. Ne? Also passt das, was wir gerade gesehen haben mit diesen bei Air, Ja, genau. dass sie es wirklich per Luftpost dann Verschickt oder haben. Luftfracht dann verschickt haben. Ja. Ja. Es nimmt gar kein Ende hier. ey. Nee, schau mal, hier steht wieder so ein ganz alter Webstuhl. Ja. Und hier haben sie sich den Spaß gemacht, hier die ganzen Karteikarten mit diesen Lochstanzungen alle auf den Boden zu schmeißen. Ja. Da hinten stehen die ganzen Kartons noch. Die sind alle noch voll. Hier werden noch mehr gestanden haben. Jo. Es ist doch irre. Wie viel hatten die denn davon? Guck mal, aber das ist jetzt nach Jahr sortiert. Dieses Februar 93, 92. 92 ist da. Da hinten ist noch 91. Aber guck mal, steht auch teilweise USA TE drauf. Also hier war offenbar ein etwas größeres Büro. Guck mal, hier gab es sogar Tüten. Siehst du das? Alles von dieser Marke, ne? Ja.
Und hier wieder ein Katalog. Heimtextil 88 auf Deutsch. Das ist alles auf Deutsch hier, ey. Das ist ja echt verrückt, ne? Heute wird echt alles so in China, Asien produziert. Aber wenn wir von Heimtextilien sprechen, dann sind es ja eher so Vorhänge, ne? Vorhänge, Vielleicht wurden Gardinen. hier, aber guck mal, wie groß das hier ist, ne? Es kann alles produziert worden sein hier, alles wirklich. Von der Unterhose über den Socken bis zu den Gardinen oder zum Teppich. Das ist ein richtig altes Gebäude, so richtig typisch für so einen Bürobereich, ne? Ja. Wie es so früher halt war, so richtig pompös. Hier hast du dann deine Kunden empfangen, das musst du ein bisschen was hermachen. Wie groß das hier auch wieder ist. Guck mal, wie weit es da nach hinten geht. Boah, Das gibt's doch gar nicht. da sieht man aber auch halt, wie viele Menschen hier gearbeitet haben, ne? Und da war direkt hier der Durchgang, hier geht es direkt dann zur Produktion. Und wie man sieht, auch hier ist alles noch toto completo. Ja. Wahnsinn. Alles wirklich noch da. Und schaut euch mal an hier diese Technik, ne? Diese richtig alte Technik. Hier, Computer, das ist ein Computer. Heutzutage würde jedes Telefon die gleichen Kapazitäten an Rechenleistung und Möglichkeiten bieten. Und früher hast du einfach so ein riesen Teil gebraucht. Ja. Schaut mal hier, Mit Theater ausgedruckt, ne? das klassische Endlospapier, was dann hier gedruckt wurde. Und hier sieht man noch mal sehr gut die IBM-Disketten. Guckt euch mal Alter, wie diese groß sind die denn? riesengroßen Dinge an. Boah. Ja, Von Wahnsinn. 3M aber. Gute Qualität. Ja, das ist von 3M. Double Side. Konntest von beiden Seiten konntest du die speichern. Cool. Naja, irgendwann haben sie dann mal umgerüstet auf moderne PCs, wie man sieht. Hier sind noch die Festplatten. Und von hier aus ging es dann in ein weiteres Büro. Mein Gott, was für eine Zeitreise ist das bitte. Das ist ja unglaublich. Auf dem Boden liegen wieder zwei unterschiedlich große Disketten. Einmal die Extra Large und einmal die normale Größe, so wie ich das kenne. Aber hier ist auch überall richtig alte Geräte. Hier noch ein Computer. Allein wie krass das wirklich hier aussieht. Schaut euch das mal an. Das sieht so richtig, richtig heftig aus. Von oben, von der Decke, ist alles schon runtergekommen mittlerweile. Und das liegt hier alles auf dem Tisch. Und guck mal hier, was wir hier haben. Die Rohrpost. Jo. Die kam also auch hier an. Ja, jetzt macht es auch wirklich Sinn, wenn du überlegst, 7 Ja. Stationen gab es hier. Ja, und ganz jetzt- ehrlich, bei den ganzen Bereiche, die wir jetzt schon gesehen haben, 100%ig, also auf jeden Fall, wirklich. hier geht es weiter. Guck mal hier, hier sind jetzt dann die nächsten Disketten, die kleinere Größe. Können wir mal schauen, ob da irgendwas draufsteht, wie viel Speicherplatz da drauf war. Ne, steht nicht mehr. Aber hier, ne, 3M. Steht das eigentlich da drauf? Doch, da. Unformatiert 1 Megabyte. 1 Megabyte Speicherplatz hier auf einer Diskette. Ja, was soll man dazu noch sagen, ne? Das waren echt andere Zeiten, ne? Und heutzutage, wie viel Gigabyte Speicher allein halt ein Handy mittlerweile hat, ne? 1 MB Speicher. Aber gut, meist hast du halt einfach nur so Daten gespeichert und die waren ja zum Glück nicht ganz so groß, ne? Aber hier war wirklich so dieser EDV-Bereich. Schaut mal, die ganzen Kabel, das sind alles Mäuse, Disketten. Hier liegt jede Menge Technik rum. Hier in den Schränken auch jede Menge Bedienungsanleitungen. Hier ist auch nochmal für Office und Excel genauestens erklärt, wie das funktioniert. Ach Gottchen, guck mal. Microsoft MS-DOS 6. Das gibt's gar nicht, ey. Und das gute alte Norton Antivirus 2001. Ey, es ist einfach unglaublich, oder? Also es ist wirklich eine richtige Zeitreise in puncto Technik halt, auch mit PCs und so, ne? Wenn man überlegt,
Damals, sicherlich haben auch viele von euch damals so ein C64 vielleicht gehabt oder so ein Atari. Und jetzt hier diese ganzen alten Sachen wieder zu sehen, Wahnsinn. Es geht übrigens hier überall ab, ne? Links, rechts, Büroräume, Lagerräume. Und ich sehe, geradeaus geht es einfach direkt in den nächsten Teil von irgendwelchen Gebäuden. Ey, das ist unglaublich, wie groß das hier ist. Puh, Wahnsinn. Schaut euch das mal hier an. Jede Menge Ordner, jede Menge Unterlagen. Ich dachte erst, es wäre so ein Archiv. Ich weiß es nicht. Kassa, Banker. Ah, hier war offenbar die Buchhaltung, würde ich mal vermuten, die hier ihr Lager hatte für die ganzen Dokumente, die hier auf dem Boden liegen. Hier wieder irgendwelche Stoffmuster. Aber hier an den Stoffmustern kann man auch ganz gut sehen, was das für Stoffe sind. Ne? Das sieht ja echt aus wie so ein Gardinenschal. Ne? Das hier eigentlich auch. Also schon etwas dickerer, blickdichter Stoff, würde ich mal sagen. Das werden die definitiv halt für diese Home-Accessoires, würde ich mal sagen, genutzt haben. Also ich glaube nicht, dass sie das irgendwie zum Pullover oder T-Shirt machen. Steht hier nicht vielleicht irgendwas drauf? Hast du eigentlich gesehen, dass es von 1936 war, gerade was du da gesehen hast? Ja, steht daneben das Datum. Boah. Ja, 1936, heftig, oder? Ja. Der Jeger. Jekas nimmt hier gar kein Ende, ne? Ich kann nicht mehr. Das ist ja der Wahnsinn, ey. Ja, es ist riesig. Unsere SD-Karte ist gleich voll, ey. Abbruch, Abbruch, Abbruch. Boah, was ist denn hier passiert? Pass brennt auf, das Jeka, an. ey, dass du hier nicht runterfällst. Boah, hier geht's richtig runter. Hier war hundertprozentig der Haupteingang gewesen. Und hier über diese schöne Treppe ging es dann halt nach oben in die Büros. Soll ich meine Vermutung äußern? Sag mal. Komm mal mit. Gleich hier vorne. Ist meine Vermutung. Also Jeka hat gerade die Vermutung gehabt, dass man halt logischerweise hier reingekommen ist, Wunderla Wunder, und dass hier an diesem Tisch vermutlich der Sicherheitsdienst saß. Und hier gab es dann halt die Anmeldung und dann konntest du halt hoch in die Büros gehen. Meine Vermutung, als die Fabrik zu war, haben sie natürlich noch bewacht, dass dann hier der Sicherheitsdienst saß. Aber die Bildschirme sind ein bisschen zu alt. Aber was macht das sonst hier? Einfach so frei stehen. Das ist meine Vermutung. Könnt ihr mal gerne. Oder vielleicht haben die auch wirklich hier eine 24-Stunden-Bewachung gehabt weil ganz ehrlich, hier sind ja auch Werte, ne? Da bin ich noch gar nicht drauf gekommen, ja. Dass sie hier wirklich einen eigenen... Ja, das ist auf jeden Fall, du kannst gar nicht so überwachen, also es ist ja riesig hier. Mit 2 Monitoren auf alle Fälle nicht. Nee, das ist auf jeden Fall auch nicht. Aber ich habe auch gar keine alten Kameras von damals gesehen, muss ich auch mal so gar ganz nichts. ehrlich Aber sagen. guck mal hier das Bild, das ist doch mal geil, oder? Wie das hier früher aussah. Wahnsinn. Da steht natürlich die Dame am Fließband. Soll sich mal jemand beschweren, ne? Frauen durften nicht arbeiten. Was ist das denn Mit hier? einem Kittel hatte sie angehabt und dann so Latschen, so Badelatschen-mäßig, Ja. so Sandalen. Wahnsinn irgendwie, ne? Also kannst du dir gar nicht mehr vorstellen, dass es wirklich mal so aussah, ne? Nee. Hier steht die Turm auch draußen. Was? Hier steht die Turm draußen. Echt jetzt? Ja. Da. Die kannst du auch einfach... Ja, guck mal, da steht der Turm. Jo, da steht auch noch ein Turm. Fass ich gar nicht, oder? Aber was total unlogisch ist, hier sind überall diese Türme, diese Überwachungstürme, aber Alles steht offen. alles steht offen, weil schaut mal da, das Tor ist auch komplett offen. Und da hinten war offenbar für den Fuhrpark sogar eine eigene Tankstelle gewesen. Ja, boah, da müssen wir noch mal gucken eigentlich. So, ihr Lieben, wir sind jetzt nur zu zweit. Sabrina ist schon mal zum Auto gegangen. Also, Jekka und ich wollten eigentlich an diesem Wachturm vorbeigehen, die hier überall stehen. Das wollte Sabrina aber nicht. Deswegen geht sie jetzt schon mal zum Auto. Wir haben uns aber jetzt auch gerade dagegen entschieden, beziehungsweise wollten wir mal gucken, dass wir irgendwie in diesen Gang kommen, der hier noch ist, auf die andere Seite. Aber irgendwie ist der nicht da, ne? Hier hat es offenbar schon gebrannt. Schaut mal. Alles voll Ruß, alles schwarz. Irgendwie ist es eigenartig hier alles. Sind das Händeabdrücke oder was? Das sind Handabdrücke, ja. Handabdrücke. Ja. Aber warum? Warum macht man sowas? Warum so weit oben vor allen Ja, Dingen? vor allem, wie kommst du da hin? Ja.
Ja, gruselig, oder? Eigenartig. Das kann man sich jetzt zum Beispiel nicht erklären, diese Nee, Bevölkerung. nee. Ganz eigenartig hier teilweise, ehrlich. Tja, Leute, wir haben jetzt keinen Weg mehr an diesen Türmen vorbei gefunden. Mein Gott, jetzt dreht sie komplett durch. Heißt, wir gehen auch wieder zurück zum Auto und dann schauen wir, was wir noch so machen werden. So Leute, wir wagen es jetzt. Hier ist alles offen. Der wird ausrasten, das Ding. Los hier, KG. Guck mal, bis jetzt macht er noch nichts, aber du bist halt auch noch nicht so im Bild, glaube ich, ne? Kannst du auch. Okay. Es ist kein Fake. Oh, das tut richtig in den Ohren weh. Das war's mit dem Video, Leute. Schaut gerne noch bei Freecash vorbei. Nicht vergessen, nutzt unseren Download-Link, denn damit erhaltet ihr einen 10-Euro-Bonus, sobald ihr eure erste Aufgabe erfolgreich abgeschlossen habt. Und damit habt ihr schon ein gutes Stück dazu erreicht, zu den 25 Euro, die ihr nämlich braucht für eure erste Auszahlung. Also unten in der Videobeschreibung schauen oder im angepinnten Kommentar. Lasst gerne noch einen Like da, schreibt weiter unten auch noch gerne einen Kommentar und dann sehen wir uns bald wieder. Und bis dahin, ciao, ciao.